So Kinder, heute wollen wir uns mal angucken, wie so ein römischer Legionär eigentlich gekämpft hat. Vor der Schlacht wird der Feind provoziert und verspottet. Die Legionäre pöbeln und versuchen den Feind einzuschüchtern. Kampferprobte Veteranen und wilde Krieger, gierig auf Blut vergießen. Und schließlich gibt der Anführer, der sogenannte Anführer, den Befehl für einen überwältigenden Angriff. Vor dem Aufeinandertreffen wird sich noch unnötigen Dingen wie dem Schild oder dem Helm entledigt, dem Tod einer jeder guten Frisur. Im 1 gegen 1 und Duellformation treffen die Krieger aufeinander und leisten sich unbarmherzige Duelle. Es wird geschlachtet und gekämpft und es werden Todespirouetten gedreht. Die Soldaten zeigen ihre mächtigste und eindrucksvollste Kampfkombo. Die Luft ist erfüllt von Blut, Schweiß und geschichtlicher Unstimmigkeit. So zeigen es uns die Filme und die Serien. Aber war das wirklich so? Wir einfachen und bescheidenen Stümper von der IG Imperium Romanum haben uns das auch gefragt. Wir haben viel nachgelesen und recherchiert, aber auch natürlich im Selbsttest einiges bei Kämpfen und bei Nachstellungen herausgefunden. In diesem Video wollen wir zeigen, wie ein römischer Legionär höchstwahrscheinlich nach aktueller Forschung und natürlich nach unserem Wissensstand gekämpft hat. Auf das Ganze drumherum, wie zum Beispiel die Formationen oder die römischen Taktiken, soll es uns hierbei gar nicht gehen, da auf diese Themen in vielen Dokumentationen oder geschichtlichen Videos eingegangen wird. Uns geht es hier wirklich mal nur um den einfachen, normalen römischen Legionären und wie sich der in einer Schlacht höchstwahrscheinlich so verhalten hat. Den Versuch, den Feind schon vor der Schlacht einzuschüchtern oder zur Flucht zu bewegen, gab es höchstwahrscheinlich auch von römischer Seite. Aber weniger über wildes Gebrüll, wie mehr mit einem stoischen und disziplinierten Stehen, was die Ordnung innerhalb der römischen Reihen zeigen sollte. Ein weiterer Machtbeweis kann auf Befehl hin auch das Schlagen auf das Schild gewesen sein, was zum Beispiel immer schneller wird und damit dem Feind eindrucksvoll die Disziplin der römischen Legionäre noch einmal beweist. Wenn ein Legionär sich bereit für den Kampf macht, schützt er sich mit dem Schild, dem sogenannten Scutum. Dies macht er, indem er das linke Bein nach vorne stellt und so das Schild gegen sein Schienbein lehnen kann. Um das Schienbein nochmal zusätzlich zu schützen, kann ein römischer Legionär, wenn er es sich leisten kann, eine Beinschiene, eine sogenannte Ukraie tragen. Der Fuß ist hierbei leicht eingedreht, dass im Falle eines Angriffes das Schild nach unten sausen und den Angriff abwehren kann und der Fuß dabei nicht verletzt wird. Ebenso, wenn Wucht auf das Schild trifft, diese mehr von der Wade als vom Schienbein absorbiert wird. Damit das Schild noch an weiteren Punkten stabilisiert wird, drückt der Legionär noch seine Schulter dagegen. Und von der Seite stabilisiert das Schwert von hinten zusätzlich das Schild, was einerseits natürlich auch dazu dient, die Waffe zu verstecken und somit den nächsten Angriff unberechenbarer zu machen. Hierbei wäre es allerdings noch wichtig zu erwähnen, dass viele Schlachten der Antike, die daraus bestanden, dass zwei geordnete Linien aufeinander zumarschieren, darin endeten, dass die Soldaten möglichst viel drückten und schiebten und da gar nicht viel Raum war für Angriffe oder Attacken. Sollte es zwischen den Linien allerdings genug Platz gegeben haben und sollte sich der Legionär gegen Attacken erwehren müssen, konnte er ohne große Bewegungen das Schild einfach nach oben oder nach unten zucken, um sich gegen die Attacken zu erwehren. Durch die Größe des Schildes wurden also allzu große oder ausladende Bewegungen gar nicht mehr nötig, was auch noch zusätzlich praktisch war, da das Schild zwischen 4 bis 6 Kilo wiegen konnte. Falls doch mal ein Angriff durchging, konnte der Legionär sich einfach schützen, indem er einfach den Kopf eindrehte und mit Hilfe seiner Wangenklappen das Gesicht schützte. Ebenso konnte der Helm dank seiner Form mit Hilfe seines Nackenschutzes auch den Hals schützen, wenn es zu dem unschönen Moment kam, dass der Rücken dem Feind offen stand und dieser auf den Kopf oder besser gesagt auf den Nacken einen Treffer landen konnte. Die bevorzugte Angriffsbewegung der Römer war nicht der Schlag, sondern der Stich, der schnell hinter dem Schild hervorschnellte und dank dem Gladius, was relativ kopflastig war, eine tödliche Wirkung hatte und sogar Schilde durchstoßen konnte. Allerdings konnte auch der Scutum, also der Schild, zum Angriff dienen, indem er unterstützt vom Gladius kräftig nach vorne gestoßen wurde und somit dem Feind eine Kopfwunde verpassen konnte. Ob ein Durchwechseln der vordersten Kampflinie wirklich möglich war oder nötig, ist anzuzweifeln,
Allerdings haben auch das wir ausprobiert und dank des runden Schildes und mit einiger Übung geht das auch relativ problemlos und schnell, sodass eigentlich nie wirklich irgendeiner ungedeckt stehen muss. Und um noch mit einem der gängigsten Klischees aufzuräumen, die berühmte römische Schildkröte, die Testudo, wie hier eindrucksvoll von unserer Minimannschaft gezeigt, war hauptsächlich für die Verteidigung gegen Pfeile oder Beschuss gedacht und weniger für den Nahkampf oder wirklich für Schlachten. Also hauptsächlich wurde sie höchstwahrscheinlich bei Belagerungen eingesetzt, wenn sich die Legionäre den Mauern nähern mussten. Dies waren natürlich jetzt nur einige der wichtigsten Punkte, die wir grob für ein 5-Minuten-Video mal zusammengefasst und abgefilmt haben. Und wie gesagt, erheben wir auch absolut keinen Anspruch auf völlige historische Authentizität. Unsere Gruppe baut vieles von den Ausrüstungsgegenständen oder den Kleidungsstücken, die wir für unser Römer-Hobby benutzen, selbst. Und wir versuchen natürlich auch das Ganze im Rahmen der Möglichkeiten so realistisch wie möglich zu benutzen und forschen damit dann auch immer ein bisschen, wie das wohl gewesen ist oder wie sich das damals höchstwahrscheinlich verhalten hat. Wir hoffen so wie immer, dass unser kleines Video euch gefallen hat und dass es eventuell auch die ein oder andere Informationslücke schließen konnte. Wenn ihr Interesse an unserem Hobby habt oder an unserer Gruppe, dann kontaktiert uns gerne, egal über YouTube, Instagram oder direkt über unsere Homepage per E-Mail. Wir freuen uns auf euch. Bis dann!